Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das WM-Finale steht fest. Am Sonntag trifft Spanien auf die Argentinier rund um Lionel Messi. Meine Meinung zum gestrigen Halbfinale, was ich zum Finale zu sagen habe, etc. natürlich in diesem Video. Aber danach, oh shit, here we go again. Denn Michael Olise möchte nach Real Madrid. Und das Ganze noch in diesem Sommer. Diese Bombe, diese Information kam gestern aus Frankreich. Wer das behauptet, was ich dazu zu sagen habe, was ein Fabrizio Romano dazu zu sagen hat, etc., schauen wir uns alles in diesem Video an. Dann schauen wir aber natürlich auch zum Aktualität von Real Madrid, denn ein neues Trainingsspiel wurde vereinbart. Was da ist, erzähle ich euch natürlich. Und zu guter Letzt gibt es einen Jugendspieler, der zurzeit in der Vorbereitung alle überrascht. Vor allem einen José Mourinho. Wer das ist, all das in diesem Video. Viel Spaß dabei. So Leute, jetzt machen wir mal etwas auf dem Kanal, wo ich schon ewig Bock drauf hatte. Nämlich, ich möchte mit euch zusammen etwas testen. Denn ich hatte ein kleines Problem. Und zwar habe ich hier in Spanien einen super geilen Fernseher. Aber der Ton war Arsch. Und der Fernseher hat einfach meine Lautsprecher aus Deutschland nicht akzeptiert. Ja, und damit ihr auch selber hören könnt, dass ich euch keine Scheiße erzähle, hören wir uns mal den Ton an. Ich habe mir dafür die Szene ausgesucht vom Tor von Kylian Mbappé gegen Marokko. Hören wir uns jetzt erstmal ganz normal meinen Fernsehlautsprecher an, damit ihr wisst, über was ich rede. So. So, und jetzt genau das gleiche mit der Wimp Amp Ultra und wir vergleichen. So, ich mache die jetzt einmal an, damit ihr auch seht, wie die aussieht. Ein riesen Touchscreen etc. Ich mache die jetzt nur an. So, ich verändere nichts am Ton oder so, dass ich jetzt hier nicht fusche oder so. Und jetzt bin ich selber gespannt. Die Jungs von Wimp haben mir versprochen, das bringt dir die Stadionatmosphäre nach Hause. Also, wehe nicht. Ich bin gespannt, ihr entscheidet mit mir zusammen. So, jetzt. Sigue la jugada con el centro al área, desactivado por Mazraoui. Otra vez Rabiot, ganador de ese duelo, la baja Doué, Mbappé dentro del área, Mbappé. ¡Qué golazo! ¡No! Oh! De Francia, justo en la hora de partir. Boah, ich hoffe, ihr konntet den Unterschied hören. Alter, das ist ja wie Tag und Nacht. Boah, und ich wusste original, nur meine alten Lautsprecher konnte ich daran anschließen, bevor ich die weggeschmissen habe. Alter, ja, also ich bin auf jeden Fall mega begeistert. Wenn von euch auch einer diese magische Box möchte oder so, ich verlinke die unter dem Video. Ich sag einfach nur, ich freue mich auf den Rest der WM mit der Wimp Amp Ultra. Und danke an die Jungs. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Video. Ja Leute, wer von euch auch Interesse hat, unter dem Video natürlich der Link zur Wimp Amp Ultra. Ich muss sagen, mit der macht Fußball gucken zurzeit richtig viel Spaß. Auch wenn die Ergebnisse nicht unbedingt immer die gewünschten sind. Aber dazu kommen wir jetzt in Marios WM-Ecke. Ja, und was soll ich sagen? Wer vorgestern Spanien gegen Frankreich gesehen hat und gestern Argentinien gegen England, der denkt, der hat zwei unterschiedliche Sportarten geschaut, vor allem in der ersten Halbzeit. Es ist für mich immer noch unerklärlich, warum die Schiedsrichter bei der WM immer diesen dreckigen, harten, ja, aggressiven Fußball verteidigen. Und ich meine, es ist ja nicht mal aggressiv oder hart, es ist schon über dem Limit. Es gibt Schläge ohne den Ball, Ellbogen, Tritte. Ja, ich habe gesagt, Argentinien ist quasi wie Paraguay, nur mit mehr technischer Qualität. Aber wie die zugange gehen, ich habe kein Verständnis dafür, dass die Schiedsrichter das immer durchwinken. Eigentlich muss Argentinien in der ersten Viertelstunde gestern schon 3 gelbe und eine rote haben. Enzo Fernandes haut dem Gegner auf den Kopf, aber naja, es ist wie es ist. Das Fußballspiel, den ersten 45 Minuten, das war glaube ich kein Fußballspiel, das war Ringen mit einem Ball im Weg. Dann in der zweiten Halbzeit macht England ein wunderschönes 1:0, muss ich sagen. Tolle Flanke, tolles Tor. Ja, und danach
weiß ich nicht, was ein Thomas Tuchel sich gedacht hat. Der hat, glaube ich, alles, was vorne gefühlt Qualität hat, ausgewechselt, um einen Verteidiger reinzubringen und hat sich gedacht, es ist eine gute Idee, einem Fußballer wie Lionel Messi Platz zu geben. Ja, und Messi hat ihm gezeigt, was du nicht machen darfst, ist eine Messi Platz geben. Und das Schlimme ist, die Argentinier hatten das ja schon angedeutet. Nachdem England sich so hat zurückfallen lassen, haben die, glaube ich, schon 3 Kopfbälle, fast 3 Tore gemacht. Einmal hat Pickford gehalten, einmal Innenpfosten raus, dann nochmal knapp daneben. Also es war eine Frage der Zeit, dass Argentinien trifft. Enzo Fernandes mit einem wunderschönen Schuss, muss man so sagen. Und am Ende Lionel Messi mit einer tollen Flanke. Und am zweiten Pfosten macht Lautaro Martinez dann das 2-1. Und man muss sagen, im Endeffekt ist das verdient. Argentinien hat nach dem Rückstand, haben die das Spiel komplett in die Hand genommen, komplett dominiert. England kam gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Ja, da hat Harry Redknapp hatte vor der WM gesagt, ein Thomas Tuchel ist ein eingeschleuster deutscher Spion, so nach dem Motto. Und wenn man das Spiel gestern sieht, ja, dann möchte man mit ihm nicht diskutieren. Ja, es war, glaube ich, eine Mischung aus der Qualität der Argentinien, aber vor allem auch dem Angsthasen-Fußball von England nach dem 1:0. Tut mir leid für den Bellingham. Ja, aber ich glaube, Thomas Tuchel hat sich vercoacht, meiner Meinung nach. Ja, was ich zum Finale zu sagen habe, dazu kommen wir spätestens am Samstag. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Real Madrid. Ja, und ihr wisst ja, ich fange immer gerne, wenn es um Real Madrid geht, mit der Jugendabteilung an. Gestern haben wir uns darüber unterhalten, wie viel Geld diese in den Kassen von Real Madrid gelassen hat. Aber heute erzählen wir eine andere Geschichte. Letztes Jahr, ziemlich genau heute, vor einem Jahr, haben wir uns immer wieder über einen Jungen unterhalten mit dem Namen Thiago Pitarch. Ein Xabi Alonso war verliebt, ein Álvaro Arbeloa war verliebt und dieser Junge hat für Furore gesorgt bei der ersten Mannschaft von Real Madrid, bei den Trainingseinheiten. Und wir wissen ja auch, ja, welchen Weg seine Karriere genommen hat, war in wichtigen Spielen für Real Madrid in der Champions League Stammspieler. Und das, wie gesagt, hat sich am Anfang der Saison schon so ein bisschen abgespiegelt. Ja, und in seine Fußstapfen tritt gerade so ein anderer Jugendlicher, der einen José Mourinho begeistert. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Sheriff, der stille Diamant. Nach einer fulminanten ersten Saison zählt er zu den Nachwuchsspielern, die Mourinho am meisten beeindrucken. Er ist ein defensiver Mittelfeldspieler und 16 Jahre alt. Ein kleiner Kanté, so beschreibt er sich selbst. Vielleicht haben Sie noch nicht viel von ihm gehört und doch sorgt er für ordentlich Aufsehen. Sheriff gehört zu den Schlüsselfiguren in dieser frühen Phase der Saisonvorbereitung. Mourinho hat sogar 16 Jugendspieler für den Trainingsauftakt nominiert. Doch einer von ihnen sticht besonders hervor. Er ist anders. Er ist 16 Jahre alt, wird Ende des Jahres 17, ein zentraler Mittelfeldspieler und ein imposanter Arbeiter. Etwas klein, aber ein Riese. Zäh wie Stahl. Daher der inoffizielle Vergleich, ein kleiner Kanté. Trotz seines jungen Alters trainiert er bereits unter Mourinho und Quellen in Valdebebas legen nahe, dass sein Name stärker hervorgehoben werden soll. Ein kleiner Tipp, er ist sehr ernst, er ist Sheriff, der stille Diamant. Er ist 16 Jahre alt, ein rechtsfüßiger defensiver Mittelfeldspieler und 1,79 Meter groß. Wenn man ihn als kleinen Kanté bezeichnet, ist das keine Übertreibung. Ob er das Talent hat, solche Höhen zu erreichen, wird die Zeit zeigen, aber seine Eigenschaften sind ähnlich. Er glänzt darin, Ball zurückzuerobern und in verschiedenen Bereichen des Spielfeldes defensive Überzahlsituationen zu schaffen. Kurz gesagt, ein Abwehrspieler. Aber mit der modernen Vielseitigkeit, die einen kompletten Spieler auszeichnen. Ein defensives Profil, aber mit exzellenter Ballkontrolle. Zweikampfstark und gleichzeitig agil. Ein kompletter Spieler, ein Juwel. Abseits des Platzes ein unauffälliger junger Mann. Bescheiden und noch weniger exzentrisch. Ruhig, aber ein Kämpfer, wenn es darauf ankommt. Und genau diese Eigenschaften schätzt Mourinho. Die Fähigkeit, die er in den ersten Tagen gezeigt hat, in einem Umfeld, in dem man sich klein fühlt, über sich hinauszuwachsen. Mit 16 und nach nur einer Saison in La Fabrica klingelte das Telefon. Ihm wird ein Platz in der ersten Mannschaft angeboten, direkt unter Mourinho. Unglaublich. Zu trainieren natürlich, nicht in der ersten Mannschaft zu spielen. Und doch zeigt er bereits jetzt einen herausragenden Charakter und außergewöhnliches Talent. Er ist noch nicht lange dabei, aber er ist für Großes bestimmt. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, Mokhtar, Sheriff, Acacio, Fofana, Messier, Eyegue, kurz gesagt Sheriff.
derjenige, von dem Sie schon mehr gehört haben und von dem Sie zweifellos noch viel, viel mehr hören werden. Ja, wie gesagt, ich hatte euch im Laufe der Saison schon von diesem Jungen erzählt. Der kam nach Real Madrid letzte Saison und überspringt Jugendkategorie um Jugendkategorie. Der ist 16, der könnte theoretisch noch in der B-Jugend spielen, aber hat für Real Madrid Castilla schon in der Premier League International Cup gespielt. Und jetzt wurde er eingeladen bei den ersten Trainingseinheiten von Real Madrid und überzeugt einen José Mourinho. José Mourinho, ja, der vertraut eher auf Veteranen, aber der hat auch immer wieder junge Spieler drin in der Mannschaft. Ich erinnere mich in seinem ersten Jahr an einen José Rodríguez. Ich weiß nicht, ob viele von euch sich noch an den erinnern können, aber der hat auf einmal unter Mourinho auch einige Spiele gemacht. Ja, ich bin gespannt. Ich hatte euch von dem Jungen erzählt. Sheriff Fofana ist zurzeit so ein bisschen die Sensation der Vorbereitung von Real Madrid. Ja, mal schauen, ob er in die Fußstapfen von dem Thiago Pitach treten kann. Er ist ein etwas defensiveres Profil, so eine Art Tchouaméni, also ein Sechser, aber sehr, sehr ballstark und wie gesagt, gerade mal 16, er wird Ende des Jahres erst 17. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall der nächste Diamant von Real Madrid. Schreibt euch diesen Namen auf. Ja, vielleicht sehen wir ihn ja am 1.8. gegen Florenz im Wörthersee-Stadion. Aber Real Madrid hat tatsächlich vorher noch ein Freundschaftsspiel. Aber da habe ich schlechte Nachrichten für euch, denn es ist genauso wie letztes Jahr. Es wird ein Spiel gegen Leganés und zwar vor verschlossener Tür. Das Ganze findet statt am 28. Juli, das heißt ziemlich genau in 12 Tagen spielt Real Madrid gegen Leganés. Es wird wieder hinter verschlossenen Türen sein. Das Spiel findet um 18 Uhr statt. Ja, und meistens ist das so, dass man am nächsten Tag hier trotzdem vielleicht das ein oder andere Tor sieht. Hat man ja letztes Jahr auch von dem Eder Militao gesehen, wo der von der Mittellinie gegen Leganés getroffen hat. Aber ich wollte euch mitteilen, das Spiel gegen Florenz ist nicht das erste Spiel von Real Madrid unter José Mourinho. Das wird im Valdebebas stattfinden gegen Leganés. Wenn es da irgendwelche Informationen gibt, versuche ich die euch natürlich mitzuteilen. Ja, wer bei diesem Freundschaftsspiel mit Sicherheit noch nicht dabei ist, aber ein Spieler, der angeblich in dieser Saison noch gerne nach Real Madrid wechseln möchte, ist Michael Olise. Die unendliche Geschichte dieses Sommers. Seit ein Florentino Perez im Wahlkampf gesagt hat, er möchte den größten Transfer tätigen in der Geschichte von Real Madrid, gab es immer wieder Gerüchte, welcher Spieler es wäre. Aber ein Fabrizio Romano, Ramon Álvarez de Mon etc. haben sich relativ schnell festgelegt, egal wem er ein Angebot macht, sein eigentliches Ziel ist Michael Olise. Und man muss sagen, der Franzose hat bei der WM auch durchaus überzeugt, war einer der besten Spieler Frankreichs, meiner Meinung nach hinter dem Kylian Mbappé. Allerdings muss man auch sagen, im Viertelfinale und Halbfinale nicht viel von ihm gesehen. Da hat Cucurella einen tollen Job gemacht und die spanische Nationalmannschaft. Ja, trotz alledem möchte er angeblich laut Informationen aus Frankreich nach Real Madrid. Und diese Information stammt von Santi Auna. Über den haben wir schon einige Male geredet. Ein französischer Journalist, Transferexperte, war einer der ersten, der damals gesagt hat, es ist fix, Mbappé wechselt nach Real Madrid. Da hat er recht behalten. Und im Großen und Ganzen, wie zuverlässig ist die Quelle Santi Auna? Ich habe aus Spaß das mal bei ChatGPT eingegeben, um mal zu schauen, ob meine Feeling, ob das bestätigt wird. Und es wird genauso bestätigt. Und zwar, er ist zwar kein Fabrizio Romano. Fabrizio Romano schätze ich auf einer 10 von 10 als Quelle ein. Aber ChatGPT sagt auch, oder so sehe ich das auch, wenn es um französische Spieler geht und um Spieler, die ihre Entourage in Frankreich haben, ist er sehr gut vernetzt. Da hat ChatGPT ihm eine 7,5 bis 8 von 10 gegeben, also schon relativ hoch angesetzt. Ja, und er hat gestern gesagt, ein Michael Olise möchte nach Real Madrid und das Ganze noch in diesem Sommer. Er sagt, der französische Nationalspieler sieht Real Madrid als den perfekten Verein für seine weitere Entwicklung. Und er macht auch klar, aber ich glaube, die Information, die ist nicht neu für uns, ein Real Madrid macht sich bereit, sämtliche Rekordtransfere zu brechen. Real Madrid, Florentino Perez ist bereit, ganz tief in die Tasche zu greifen. Und die ersten Summen, die man hört, sind hier 223 Millionen Euro und mehr. Ja, also Florentino Perez, dass der ihn liebt, ich glaube, das überrascht keinen mehr von uns. Aber Santi Auna geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, die Bayern kommunizieren zwar nach außen
ein Olise ist unverkäuflich. Und das habe ich euch ja immer auf meinem Kanal auch so gesagt, weil die Bayern haben das immer ganz klar gemacht. Aber er sagt, intern sieht das anders aus. Und zwar die Bayern wären bereit, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Aber wenn ein Olise denen sagen würde, hör mal Leute, ich möchte nach Madrid, dass die Bayern im Hintergrund bereits schon nach Lösungen suchen würden. Und eine dieser Lösungen, ist relativ lustig, weil ich das mal vor 2-3 Monaten, glaube ich, oder 2 Monaten muss das her sein, angesprochen habe, wäre nämlich ein Bradley Barcola. Denn auch er hat in Paris keine Zukunft und ist auch ein Flügelstürmer mit einer enormen Qualität. Ja, das sind die Informationen von Santi Auna. Und da muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, wie zuverlässig ist die Quelle. Ich habe mir natürlich angeschaut, was sagt ein Fabrizio Romano zu diesen ganzen Gerüchten. Hören wir uns das zusammen einmal an. Dann gibt es noch ein weiteres Thema zu besprechen, nämlich Michael Olise. Wieder einmal gibt es Gerüchte, wieder einmal gibt es Geschichten über Michael Olise. Jetzt könnte die Zeit gekommen sein, vielleicht ab nächster Woche, um seine Zukunft zu klären, denn die Weltmeisterschaft ist vorbei. Man muss jetzt nicht mehr sagen, okay, wir warten bis nach der Weltmeisterschaft, um Klarheit zu schaffen. Jetzt kann alles geklärt werden. Aber Leute, ich kann bestätigen, dass die Botschaft aus München immer noch dieselbe ist. Bayern möchte Olise behalten und beharrt auf seiner Position. Sie sehen Olise absolut als einen entscheidenden Teil ihres Kaders für Gegenwart und Zukunft. Sie betrachten Olise als einen wichtigen Spieler für die langfristige Planung. Bayern möchte Olise einen neuen Vertrag anbieten, also ist der einzige Weg für einen Abgang in diesem Sommer oder zu einem anderen Zeitpunkt, dass Michael Olise zu Bayern sagt, lasst mich gehen. Und das ist bisher nicht passiert. Falls das passiert, ich habe es euch schon in einem Video vor 2 Tagen gesagt und wiederhole es hier, Real Madrid und nicht nur Real Madrid als Verein, sondern vor allem der Präsident selbst, Florentino Pérez, wenn irgendwann in diesem Sommer, im Januar, im Jahr 2027, 2028, wann auch immer, jemand aus dem Umfeld von Michael Olise zu Real Madrid sagt, okay, wir können den Deal machen, dann wird Real Madrid bereit sein. Und als Florentino Pérez vom Galactico sprach, war der wirkliche Name Michael Olise. Das ist die Realität. Kann Real Madrid das also möglich machen? Bis jetzt sind die Türen bei Bayern geschlossen. Das ist also ein Dominoeffekt. Das ist die Geschichte. Falls sich etwas ändert, sind wir hier, um euch auf dem Laufenden zu halten. Ja, und was soll man sagen? Ein Fabrizio Romano sagt ganz klar, der Stand von Bayern ist, wir wollen ihn nicht verkaufen. Komme, was wolle. Das Einzige, was die Meinung umstimmen könnte, wäre, wenn Olise sagen würde, ich möchte nach Real Madrid. Also mehr oder weniger fast das Gleiche, was ein Santi Auna gesagt hat, nur er war ein bisschen aggressiver dahingehend, dass die Bayern auf keinen Fall ihn verkaufen möchte. Aber wie gesagt, ihr habt es gehört, Santi Auna und Fabrizio Romano sagen beide, wenn ein Olise den Bayern sagt, hör mal, ich möchte weg, dass dann eventuell doch eine Möglichkeit besteht. Ja, wundert mich persönlich sehr. Ich glaube, so wie ich die Bayern kenne, ist es ein stolzer Verein, haben finanziell keine Not, haben einen gültigen Vertrag bis 2029, einen der interessantesten Fußballer der Welt in ihren Reihen, den sie so 1:1 auch nicht ersetzen können. Deshalb würde es mich schon wundern. Aber wenn ein Mensch schon Wunder vollbracht hat in der Welt des Fußballs, dann, vor allem wenn es um Transfers geht, ist es ein Florentino Pérez. Und Real Madrid, ja, sind halt immer noch der attraktivste, größte und beste Fußballverein aller Zeiten. Ja, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Glaubst du einem Santi Auna? Glaubst du an diese Transfersage oder sagst du, nein, da wird auf keinen Fall was passieren, die Bayern lassen da sich nicht mit sich verhandeln? Was sagst du zu einem Sheriff? Das würde mich natürlich auch interessieren. Glaubst du, er schafft den Sprung in die erste Mannschaft? Und lass mal deinen Tipp da fürs WM-Finale. Würde mich mal wirklich interessieren. Ansonsten wäre es nett, wenn du dieses Video unterstützen könntest mit einem Like, mit einem Kommentar. Wer noch nicht gehypt hat und das kann, unterstützt ungemein. Und wenn du noch nicht auf Follow geklickt hast, ist jetzt der richtige Moment. Also, wir sehen uns morgen. Bis dahin.